Um einen neuen Kurs zu erstellen, erweitern Sie links in der Navigationsleiste zuerst die Option Dienstleistungen und Produkte. Klicken Sie anschließend auf die Option Kurse, um diesen Bildschirm zu öffnen. Sie können den Kurs entweder in einem bereits bestehenden Leistungsbereich zuweisen oder einen neuen Leistungsbereich erstellen. Da wir CrossFit-Kurse anbieten möchten, werden wir einen neuen Leistungsbereich erstellen. Klicken Sie auf Plus neuen Leistungsbereich erstellen. Klicken Sie danach im Pop-up-Fenster im Bereich Kurse auf Erstellen. Klicken Sie anschließend auf den Link Umbenennen, um dem Leistungsbereich einen Namen zuzuweisen. Geben Sie den Namen in das Feld ein und drücken Sie auf Ihrer Tastatur auf die Eingabetaste, um den Namen zu speichern. Klicken Sie als nächstes auf die Schaltfläche Plus Kurs erstellen. Auf dem Bildschirm Kurs erstellen müssen Sie als erstes die Kursbezeichnung eingeben. Wählen Sie zunächst im Dropdown-Menü Class Category den zutreffenden Kursbereich aus. Falls keiner zutreffend ist, wählen Sie die Option Other. Dann müssen Sie noch eine Subkategorie im Dropdown-Menü darunter wählen. Falls keine zutreffend ist, wählen Sie die Option General. Nun muss noch die Kursart gewählt werden. Erweitern Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie die zutreffende Kursart. Falls keine zutreffend ist, klicken Sie auf Neu erstellen. Geben Sie im Pop-up-Fenster Neue Kursart erstellen die Kursartbezeichnung ein. Und klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Erstellen. Anschließend müssen Sie im Dropdown-Menü Kursstufe wählen, wer bei diesem Kurs teilnehmen kann. Sie haben auch die Möglichkeit, ein Bild hochzuladen. Nun wird die Kursbeschreibung hinzugefügt. Sie können diese aber auch noch hinzufügen, nachdem Sie den Kurs erstellt haben. Wenn Sie auf den Link Weitere Einstellungen klicken, haben Sie die Möglichkeit, Teilnahmevoraussetzungen, Vermerke und Anmeldehinweise einzugeben. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Erstellen. Damit der Kurs gebucht werden kann, muss als nächstes geplant werden, wann er stattfinden soll. Navigieren Sie zum neu erstellten Leistungsbereich und klicken Sie rechts neben dem Kursnamen auf den Link Plus Plan. Auf dem nächsten Bildschirm wird oben links der Name des Kurses angezeigt, für den Sie einen Zeitplan erstellen. Im Bereich Wann und Wo müssen Sie zuerst auswählen, ob der Kurs zu einem bestimmten Datum oder wöchentlich erfolgen soll. Dann bestimmen Sie, ab welchem Datum der Kurs beginnen soll. Und wie lange der Kurs stattfinden soll.
Anschließend wählen Sie die Wochentage, an denen der Kurs angeboten wird. Danach müssen Sie die Anfangs- und die Endzeit eingeben. Jetzt wird zuerst der Mitarbeiter aus dem zutreffenden Dropdown-Menü gewählt. Danach wählen Sie den Lohnsatz für diesen Mitarbeiter. Und anschließend den Raum, in dem der Kurs stattfinden soll. Wenn Sie weiter unten rechts auf die Schaltfläche Plus weitere Zeiten planen klicken, haben Sie die Möglichkeit, für den gleichen Kurs weitere Zeiten zu planen, falls der Kurs an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden soll. Im Bereich Kursteilnehmerkapazität müssen Sie zunächst die Gesamtkapazität des Kurses eingeben sowie die maximale Teilnehmerkapazität der Warteliste, falls zutreffend. Weiter unten können Sie entscheiden, ob Kunden diesen Kurs online buchen können. Standardmäßig ist diese Funktion bereits aktiviert. Sie müssen auch die maximale Online-Anmeldekapazität eingeben. Bitte beachten Sie, dass diese nicht größer sein kann als die Anzahl der Gesamtkapazität. Im Bereich Tarife haben Sie die Möglichkeit, den Kurs für Online-Voranmeldungen mit späterer Verrechnung zuzulassen oder Kunden an diesem Kurs kostenlos teilnehmen zu lassen. Klicken Sie auf Kurs planen. Sie werden an einen Bildschirm weitergeleitet, auf dem Sie die zuvor erstellten Zeitpläne verwalten oder einen neuen Zeitplan erstellen können, indem Sie oben rechts auf die Schaltfläche Plus Zeitplan erstellen klicken. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche zurück, um wieder zum Bildschirm Kurse zu gelangen. Damit Kunden den Kurs buchen können, müssen Sie noch mindestens einen Tarif für den Leistungsbereich erstellen. Navigieren Sie dazu zum neu erstellten Leistungsbereich. Um einen Tarif zu erstellen, klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche Plus Tarif erstellen, um das Dropdown-Menü zu erweitern. Hier können Sie zwischen 3 Arten von Tarifeinheiten wählen und auch einen Vertrag erstellen. Für dieses Beispiel wählen wir mehrere Tarifeinheiten, um eine Zehnerkarte zu erstellen. Auf dem Bildschirm Tarif erstellen geben Sie zuerst oben die Tarifbezeichnung ein. Geben Sie als nächstes den Bruttopreis des Tarifs ein. Die Option Online-Verkauf ist standardmäßig aktiviert. Entfernen Sie den Haken, falls Ihr Tarif nicht online verkauft werden soll. Obwohl die Mehrwertsteuer bereits im Preis enthalten ist, sollten Sie das Kontrollkästchen aktivieren, damit die Mehrwertsteuer auf Quittungen und Rechnungen angezeigt wird. Im Bereich Gültig bis entscheiden Sie, wie lange der Tarif gültig ist. Standardmäßig wird hier 12 Monate ab dem Verkaufsdatum angezeigt. Wählen Sie als erstes die Anzahl der Monate oder Wochentage aus. Danach müssen Sie entscheiden, ob die Gültigkeitsdauer ab dem Verkaufsdatum oder ab dem Datum des ersten Besuchs beginnt. Jetzt muss die Anzahl der Tarifeinheiten eingegeben werden.
Standardmäßig wird hier 5 angezeigt. Entscheiden Sie, ob dieser Tarif ein Einführungsangebot ist. Dieses Beispiel ist kein Einführungsangebot. Anschließend wird der Umsatzbereich zugewiesen, der zum Filtern der Informationen in den Berichten verwendet wird. Um die Berichte überschaulicher zu gestalten, erstellen wir in diesem Fall einen neuen Umsatzbereich für CrossFit. Geben Sie die Bezeichnung in das Pop-up-Fenster ein und klicken Sie auf Erstellen. Da wir dem Tarif weder eine Mitgliedschaft noch Buchungsbeschränkungen zuweisen, brauchen wir nicht auf den Link Weitere Einstellungsmöglichkeiten zu klicken. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Erstellen. Jetzt wissen Sie, wie Sie einen neuen Kurs erstellen.